Nach dem verhinderten Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien sind jetzt weitere Details über einen der mutmaßlichen Terroristen bekannt geworden. Wie die Bild aus Geheimdienstkreisen erfuhr, soll er online von einem Berliner Hassprediger radikalisiert worden sein. Abdul Bara heißt der Islam-Influencer. Allein bei Instagram folgen ihm wohl über 45.000 Menschen. Seit Jahren hat ihn der Verfassungsschutz auf dem Schirm. Er zählt mittlerweile zu einem der einflussreichsten Prediger der Szene. In seinen Reden zeichnet er das Bild von einer Verschwörung der westlichen Welt gegen den Islam. Paul Klinzing in Wien, und trotzdem fragt man sich übers Internet, wie kommt es dazu, dass ein 19-Jähriger so fanatisch wird, dass er solche Taten plant, zusammen mit anderen ähnlich alten Jugendlichen? Ja, genau diese Frage stellen sich auch hier die Österreicher, weil eben die Hauptverdächtigen wirklich sehr, sehr jung sind. Wir können vielleicht noch mal auf den 19-Jährigen eingehen, der sich jetzt anscheinend kurz vor der Tat oder einige Wochen davor noch mal radikalisiert hat. Du hast es angesprochen, auch anscheinend dann die Kontakte nach Deutschland über diesen Hassprediger Bara. Aber man hat auch in der Nachbarschaft gesehen, dass er sich kurz davor immer mehr verändert hat sich beispielsweise einen Vollbart wachsen lassen, hat sich im Fitnessstudio angemeldet, Muskeln angesammelt, damit er doch stark in diese Tat dann einsteigen kann. Und anscheinend hat er sich dann doch übers Internet dann hauptsächlich radikalisiert. Und jetzt ist auch bekannt geworden, inwieweit er dieses Video, in dem er sich zum IS bekannt hat, wie das veröffentlicht wurde. Und zwar gab es da auch Unterstützung vom US-Geheimdienst. Das wurde jetzt auch noch mal bestätigt. Und da gibt es jetzt noch mal starke Kritik auch von der Polizei, dass der Polizei hier in Österreich die Hände gebunden sind, was die Abhörung beispielsweise anbelangt, weil der Hauptverdächtige anscheinend über verschlüsselte Dienste auch mit einem zweiten Verdächtigen, mit dem 17-Jährigen, gesprochen hat, über die Tat ausführlich. Und die Österreicher konnten da nicht eingreifen, weil es einfach verfassungswidrig jetzt hier ist. Deshalb könnte es hier in naher Zeit in Österreich ein kleines Nachbeben auch geben, dass die österreichische Polizei da einfach mehr Eingriff hat, was das anbelangt bei der Abhörung. Dann gibt es ja noch den dritten Tatverdächtigen, einen 15-Jährigen, der gestern auch festgenommen wurde. Der wird jetzt auch noch mal verhört. Anscheinend hat er sich online auch darüber informiert, wie man Bomben baut. Also das ist wirklich sehr, sehr krass, was hier in Österreich passiert ist. Vor allem, dass es wirklich sehr, sehr junge Leute sind, 19, 17, 15. Und das können wirklich nicht viele verstehen, wieso sich so junge Leute so schnell radikalisieren können. Paul Klinzing, Dankeschön nach Wien.